Hallo meine Freunde, hola Madridistas, es ist mal wieder Zeit für eins meiner berühmten Samstagnacht-Videos. Auch dieses Mal hat es eine einfache Erklärung. Mein Sohn hat morgen früh sein erstes Fußballturnier hier in Spanien. Also Daumen drücken, ich werde ihn natürlich begleiten und anfeuern. Deshalb nehme ich dieses Video Samstagnacht auf. Aber trotz alledem bringe ich euch die neuesten Informationen rund um Real Madrid. Wir schauen uns an, was hat unsere Konkurrenz in der Liga gemacht? Was bedeutet das für uns? Wie bereiten sich unsere Jungs auf das Spiel gegen Getafe vor? Und dann habe ich zwei sehr interessante Artikel gefunden. Eins über Rodrigo, der Brasilianer ist zurück und steht vor Problemen. Was da los ist, erkläre ich euch natürlich in dem Video. Und dann kommen wir zu Arda Güler. Der junge Türke hat in dieser Woche alles erlebt. Sein 100. Spiel für Real Madrid, seinen 21-jährigen Geburtstag und ich habe zwei Statistiken für euch gefunden, die unglaublich sind. Darüber müssen wir reden. Also, viel Spaß beim Video. Ja, fangen wir dieses Video mal etwas untypisch an, und zwar mit dem Spiel von Manchester City. Die haben in Leeds 1:0 gewonnen und ihr fragt euch jetzt, ja Mario, aber warum sollte uns das interessieren? Ganz einfach, Erling Haaland ist verletzt. Kurz vor dem Spiel im Santiago Bernabéu gegen Real Madrid war der Norweger noch nicht einmal auf der Bank. Wir wissen ja, bei Real Madrid ist es so gut wie bestätigt, dass weder ein Jude Bellingham noch ein Kylian Mbappé gegen Manchester City spielen werden. Und heute die große Überraschung in Leeds, ich glaube sogar, das ist seine Geburtsstadt, wenn ich mich nicht täusche, da fehlte ausgerechnet Erling Haaland. Pep Guardiola hat danach gesagt, das sind Vorsichtsmaßnahmen, es ist nur eine kleine Blessur, aber es ist, glaube ich, interessant zu erfahren, dass wohl die gefährlichste Waffe von Manchester City 11 Tage vor dem Spiel nicht einmal auf der Bank saß. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ich persönlich denke oder würde mir wünschen, dass bei solchen Spielen alle Stars dabei sind. Sowohl ein Erling Haaland als auch ein Mbappé und ein Bellingham. Ich mag solche Champions League Abende einfach, wenn die Creme de la Creme da ist, damit keiner irgendeine Ausrede hat. Naja, trotz alledem wollte ich euch die Information geben. Könnt ja gerne sagen, was ihr davon haltet oder ob ihr euch freuen würdet, wenn der Norweger nicht da wäre. Ja, genug mit der Champions League, kommen wir jetzt zu der Liga. Da haben heute zwei Spiele stattgefunden. Zum einen, ich zeige euch alle Ergebnisse, die Spiele, die uns am meisten interessieren. Der FC Barcelona schlägt Villarreal mit 4:1, Lamine Yamal mit einem Hattrick. Also in seinem jungen Alter gab es das schon lange nicht mehr in La Liga. Trotz alledem muss ich sagen, ich habe immer mehr das Gefühl, dass Barca Meister wird, weil die gegnerischen Stürmer teilweise Sachen verschießen, als wenn das Glück es so wollen würde. Ich kann es mir nicht erklären. Barcelona war früh mit 2:0 vorne. Villarreal macht das 2:1 und ich versuche euch das mal zu zeigen, wenn das Urheberrecht es mir erlaubt. Der Spieler schießt aufs leere Tor daneben. Das wäre das 2:2 gewesen. Ja, wie dem auch sei, hätte, wenn und aber, interessiert im Endeffekt keinen. Der FC Barcelona gewinnt verdient mit 4:1, das muss man so sagen. Aber abgesehen von diesem verdienten Sieg, gab es aber eine sehr unschöne Szene. Rund um wieder einmal Joan Laporta, der wahrscheinlich jetzt bald wieder der Präsident vom FC Barcelona ist. Der ist ja jetzt im Wahlkampf. Ja, und der war im Stadion und es kam dieser berühmte Gesang: Wer nicht springt, ist Madridista, hey, hey. Also das kennen wir aus den deutschen Stadien, das gibt es in spanischen Stadien auch, immer mit dem Hauptkonkurrenten. Ja, und schaut euch mal an, was Joan Laporta da gemacht hat. Oh, was für ein Vollkontakt-Assi. Wie kann man so einen Typen feiern? So ekelhaft. Wie kann man so einen wählen als Repräsentant für seinen Verein? Ja, keine Ahnung, wenn ich solche Bilder sehe, umso froher bin ich, dass wir Florentino Perez haben. Aber wie gesagt, nicht nur der FC Barcelona hat gespielt, auch der zweite Konkurrent, Atletico Madrid, auch da mit Hängen und Würgen gewinnen die beim Tabellenletzten Oviedo mit einem Tor in der 94. Minute. Oviedo war die bessere Mannschaft. Ich zeige euch mal die Statistiken. Mehr Expected Goals, mehr Großchancen. Atletico Madrid hatte nur eine und hat das Tor damit gemacht in der 94. Minute.
Naja, auf jeden Fall, auch da hätte, wenn und aber, interessiert keinen. Im Endeffekt nimmt Atletico Madrid die 3 Punkte mit. In der Tabelle seht ihr, dieser Sieg übt natürlich einen enormen Druck aus auf Real Madrid. Die haben jetzt 4 Punkte Rückstand auf den FC Barcelona, müssen also am Montag gegen Getafe gewinnen, wenn wir im Meisterschaftsrennen bleiben wollen. Ja, und wie bereiten sich unsere Jungs vor? Natürlich auf dem Trainingsplatz. Und normalerweise in den letzten Videos habe ich ja das Training gar nicht mehr gezeigt. Ich habe es immer parallel laufen lassen. Aber unsere Jungs hatten heute beim Training so viel Zielwasser genommen. Ich kann es nicht glauben, dass ich mich entschieden habe, dieses Training gucken wir uns heute mal ganz in Ruhe an. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior. You know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day. Was war denn da los? Jeder Schuss rechts oben. Was? Arda Güler, Gonzalo, Innenpfosten, Fran Garcia, Carreras, Trent Alexander-Arnold. Was ist da los? Also hoffen wir, dass das ein gutes Signal ist für das Spiel gegen Getafe. Unsere Jungs haben da richtig abgeliefert beim Training. Ja, und heute für euch findet das Abschlusstraining statt um 11 Uhr und vorher um 10:30 Uhr ist die Pressekonferenz von Arbeloa. Wenn es da was Interessantes gibt, erfahrt ihr es morgen. Sollte es was ganz Spektakuläres sein, mache ich von mir aus heute Nachmittag noch ein Notvideo. Aber ich glaube, dass Arbeloa in der Pressekonferenz jetzt keine Bombe platzen lässt. Ja, vielleicht sagt er ja etwas zur Kaderliste, zur Nominierungsliste, denn da wird ein Name stehen, den wir in den letzten Wochen vermisst haben, nämlich Rodrigo. Der Brasilianer ist zurück. Der hatte gegen Benfica, hätte er auch schon wieder spielen können. Er war körperlich fit, aber er war wegen seiner roten Karte noch gesperrt. Fehlte beide Spiele gegen Benfica. Jetzt gegen Getafe kann er morgen wieder dabei sein. Doch anscheinend steht der Brasilianer vor Problemen. Was da los ist, lesen wir uns zusammen einmal durch. Rodrigo kehrt mit einem Problem zurück. Seinem gewohnten Platz in der Startelf gibt es in Arbeloas neuen System nicht mehr. Rodrigo ist einsatzbereit und wird im Kader für das Spiel gegen Getafe stehen. Der Brasilianer trainiert seit einigen Tagen wieder normal mit seinen Teamkollegen und hatte im Rückspiel gegen Benfica spielen können. War aber gesperrt, daher steht er Arbeloa erst am kommenden Montag wieder zur Verfügung. Rodrigos Rückkehr bringt ein Problem mit sich. Sein gewohnter Platz in der Startelf existiert im neuen System von Real Madrid nicht mehr. Seit seiner Verletzung am 6. Februar hat sich im Team einiges verändert, darunter auch eine Änderung, die ihn direkt betrifft. Real Madrid spielt nicht mehr mit einem Dreierangriff und hat die Position des rechten Flügels, auf der der Brasilianer üblicherweise spielte, abgeschafft. Vinicius agiert nun links und Mbappé im Zentrum. Arbeloa hat seine ideale Startelf mit 4 Mittelfeldspielern, Tchouaméni, Camavinga, Valverde und Güler gefunden. Und Rodrigo ist es, der von seiner Position aus die rechte Flanke bespielt.
Der Angriff besteht nun aus 2 echten Stürmern, Vinicius links und Mbappé als Mittelstürmer. Die Position des rechten Flügels ist somit weggefallen und Rodrigo und Trent sind nun für die Absicherung dieser Flanke zuständig. Ich glaube, der Artikel meinte, und Fede und Trent sind für die Absicherung zuständig. Ja, ihr habt es selber gelesen. Wir alle haben gesehen, in den letzten Wochen spielt Arbeloa eher mit einem 4-4-2, nicht mehr mit dem 4-3-3. Ganz einfach, um etwas mehr Kontrolle in das Spielgeschehen zu bekommen. Mit den 4 im Mittelfeld, Tchouaméni, Camavinga, Fede Valverde und Arda Güler, soll Real Madrid mehr Sicherheit, mehr Dominanz haben und ja auch mehr Anspielstationen, um den Ball von hinten nach vorne zu bekommen. Das größte Problem, was Real Madrid in den letzten 1,5 Jahren hat. Tatsächlich muss ich diesem Artikel allerdings widersprechen. Denn ein Rodrigo war nie ein rechter Flügel. Ein Rodrigo hat diese Position nur bedeckt, weil ein Ancelotti keine andere für ihn gefunden hat und ein Xabi Alonso das auch so ein bisschen übernommen hatte in seinen ersten Spielen. Aber zunächst einmal, Rodrigo war immer schon linker Flügel. Und in der brasilianischen Nationalmannschaft hat er auf der 10 gespielt. Das heißt, Rodrigo hat theoretisch 2 Positionen, auf der er spielen kann. Er hat ja auch in dem Jahr, in dem wir die Champions League gewonnen haben, mit Vini vorne im Doppelsturm gespielt, mit einem Bellingham dahinter. Oder wenn Joselu reingekommen ist, dann Joselu, aber meistens war es Vini und Rodrigo. Also da kann er spielen. Und er könnte theoretisch auch auf der 10 spielen. Für mich ist da kein Vorbeikommen an Arda Güler, aber da könnte er theoretisch auch spielen. Naja, ich bin gespannt, was ein Arbeloa im Endeffekt entscheidet. Meiner Meinung nach ist Rodrigo ein klarer Verkaufskandidat für den Sommer. Ich glaube, der hat noch einen Marktwert, wo wir ein paar Millionen bekommen könnten. Ich weiß nicht, ob er in den Zukunftsplänen von Real Madrid eine Chance hat. Auch da ist meine Meinung, solltet ihr eine andere haben oder die gleiche, bitte gerne in die Kommentare. Ja, und jetzt kommen wir zu einem Spieler, der sehr wohl eine Zukunft bei Real Madrid hat, auch wenn er gerade sehr viel Kritik bekommt. Und deswegen habe ich mir überlegt, ich mache das, was ich am besten für euch mache. Ich suche mir Statistiken raus. Ich zeige euch, dass der Hate, den Arda Güler zurzeit bekommt, absolut unrational ist. Und der hat den einfach nicht verdient. Spielt ein Arda Güler gerade seinen allerbesten Fußball? Nein. Aber der Junge ist gerade mal 21 geworden. Und es ist absolut normal, dass du mal bessere und schlechtere Phasen hast. Ein Kylian Mbappé war letztes Jahr 3 Monate katastrophal. Ein Vini war 1,5 Jahre im Formloch. Jetzt scheint er endlich wieder in Fahrt zu kommen. Aber 1,5 Jahre. Oder ein Bellingham. Seit seiner Schulterverletzung ist er nicht wiederzuerkennen. Ja, und wir verlangen aber, oder viele, ich nicht, verlangen, dass ein Arda Güler immer auf 100% performt. Das ist absolut unrealistisch. Ja, und es gab ja auch die Gerüchte, dass es Mobbing gegeben hätte bei Real Madrid rund um Arda Güler. Er selber hat das sofort dementiert. Es gab auch ein wunderschönes Video, ich lasse das mal parallel laufen, wie die Freundin von ihm eine Torte gebracht hat zu seinem 21-jährigen Geburtstag. Ein Camavinga steht da wie ein Honigkuchenpferd lächelnd mit der Kamera. Also finde bitte einen Freund, der dich so anschaut wie Eduardo Camavinga. Aber selbst aus so einer schönen Szene wurde gemacht, Camavinga ist der Einzige, der mit ihm feiert, der Junge wird gemobbt etc. Also bei Arda Güler, wie bei den Statistiken, die ich euch gleich zeige, bei ihm wird alles aus gut, wird das Negativste herausgesucht. Ich weiß nicht, warum das bei dem Jungen so ist. Aber fangen wir erst einmal, bevor wir zu den Statistiken kommen, die werden euch umhauen, so viel kann ich versprechen, kommen wir erstmal zu diesem interessanten Artikel. Arda Güler kostet Real Madrid weitere 2 Millionen. Der türkische Spieler bestritt sein 100. Spiel und aktivierte einen seiner Bonusse, was Fenerbahce Einnahmen bescherte. Real Madrid erreichte dank des 2:1-Siegs gegen Benfica das Achtelfinale der Champions League und Arda Güler absolvierte sein 100. Spiel. Dies löste eine Bonuszahlung aus und generierte Einnahmen für seinen ehemaligen Verein Fenerbahce. Fenerbahce verkaufte Arda Güler im Sommer 2023 für 20 Millionen Euro, zuzüglich über 10 Millionen Euro an Bonuszahlungen an Real Madrid. Bislang hat sein ehemaliger Verein 8 Millionen Euro an Bonuszahlungen erhalten. Inklusive seiner Ablöse hat Arda Güler Fenerbahce insgesamt 28 Millionen Euro eingebracht. Der türkische Nationalspieler wird diese Summe auf rund 30 Millionen Euro erhöhen, wenn er noch 25 Spiele für Real Madrid bestreitet. Arda Güler ist ein ungestümer Wasserfall. Der türkische Trainer
Önder Karaveli, der ihn seit seiner Kindheit in der Jugendmannschaften von Gençler Birliği bestens kennt, sagte, dass Güler allen in der Türkei ein Gefühl des Stolzes vermittelt. Karaveli betonte exklusiv gegenüber AS, dass der Türke wie sprudelndes Wasser, wie ein rauschender Wasserfall sei und einen tadellosen Fußballcharakter besitze. Pioniere für junge Menschen. Arda Güler ist wie Wasser. Ein Junge, mit dem ich mich gut unterhalten kann. Er hat Großartiges geleistet. Er hat die Hoffnung aller Kinder in der Türkei geweckt. Er spielt für den größten Verein der Welt, Real Madrid. Dort spielt er überragend. Er ist wie Wasser auf dem Spielfeld, sagte der ehemalige Trainer von Beşiktaş. Karaveli wies außerdem darauf hin, dass Trainer, die Arda Güler kennen, sehr vorsichtig sein sollten, was sie über ihn sagen. Arda spielt für Real Madrid, den größten Verein der Welt. Alle Augen sind auf ihn gerichtet. Er befindet sich in einer sehr heiklen Lage. Aber negative Äußerungen über ihn zu verbreiten und zu behaupten, er werde bei Real Madrid gemobbt, schadet ihm nur. Ich spreche manchmal mit Arda und er sagt mir, bei Real Madrid wird er wie ein König behandelt. Man macht ihm dort alles sehr leicht, fügte Karaveli hinzu. Ja, und jetzt wisst ihr, warum ich mir diesen Artikel rausgesucht habe. Nicht etwa, weil Fenerbahce 2 Millionen extra bekommt. Diese 2 Millionen zahle ich mit Kusshand, denn das bedeutet, Arda Güler geht seinen Weg bei Real Madrid. Madrid hat das sehr schlau gemacht. Die haben 20 Millionen Euro gezahlt für eins der größten Talente in der Welt des Fußballs und 10 Millionen, wenn der Junge seinen Weg geht. Und der Junge geht seinen Weg, auch wenn das viele stört. Ja, Real Madrid zahlt gerne diese 2 Millionen Euro. Bald bei den nächsten 25 Spielen werden das dann die letzten 2 Millionen sein. Und alles in allem hat Real Madrid 30 Millionen Euro gezahlt für diesen Fußballer. Was für ein unglaublicher Deal. Ich glaube, in einigen Jahren werden wir über diese 30 Millionen lächelnd zurückdenken. Ja, ich habe diesen Artikel ausgesucht, weil er am Ende sagt, er redet mit Arda und Arda hat ihm bestätigt, er wird behandelt wie ein König. Und ganz ehrlich, ich habe Arda sein Strahlen im Gesicht gesehen bei seinem Geburtstag. Der spielte im Bernabeu mit seiner Familie ein bisschen Fußball, einfach mal nebenbei im Santiago Bernabeu. Der Junge, ja, der scheint glücklich zu sein bei Real Madrid und das zeigt er auch auf dem Platz. Denn die Zahlen, die ich euch jetzt zeigen werde, sind nicht nur der absolute Wahnsinn, die wären auch gar nicht möglich, wenn der Junge unzufrieden wäre, wenn er gemobbt wäre, wenn er nicht frei Fußball spielen würde, dann könnte er diese Zahlen nicht bringen. Ja, und fangen wir mal mit der ersten unglaublichen Statistik an. Und zwar, wir schauen uns mal an, wer in der Geschichte von Real Madrid die meisten Chancen kreiert hat in der Champions League. Ja, und wie ihr seht, ganz oben, Toni Kroos in der Saison 16/17 mit 33, dann Vini in der Saison 21/22, dann wieder Toni Kroos. Und schaut mal in der Saison 25/26 an, in der Real Madrid so einen Rumpelfußball spielt. Eine Saison, in der Arda Güler zum ersten Mal mehr oder weniger Stammspieler bei Real Madrid ist. Selbst da war er hier und da mal auf der Bank. Der hat jetzt schon 28 Torchancen kreiert. Und wir fangen gerade erst im Achtelfinale der Champions League an. Stellt euch mal vor, wir qualifizieren uns noch ein paar Spiele. Ich meine, Arda Güler hat teilweise 8 Chancen in einem Spiel kreiert. Der könnte gegen Manchester City die historische Geschichte von Real Madrid pulverisieren. Ja, und wenn der Junge doch so schlecht ist und so schlecht Fußball spielt, warum dann solche Statistiken? Und ich sage immer wieder, und jetzt kommen wir gleich auch wieder zu dem Vergleich, schaut euch mal an, wo andere Fußballer in seinem Alter waren. Und ich glaube, ein guter Vergleich deshalb oder eine gute Statistik ist die nächste. Und zwar die ersten 100 Spiele bei Real Madrid. Schaut euch mal an, wie viele Torbeteiligungen ein Luka Modric und ein Toni Kroos hatten. Ein Luka Modric war schon über 27. Der hat in seinen ersten 100 Spielen 26 Torbeteiligungen. Ein Toni Kroos war Weltmeister, als er nach Madrid gekommen ist und hatte in seinen ersten 100 Spielen 30 Torbeteiligungen. Ja, und Arda Güler kommt aus der Türkei mit 18 Jahren, hat in seinen ersten 100 Spielen, seien wir mal ganz ehrlich, wie viele Spiele hat er davon durchgespielt? Keins, gefühlt, oder 10, wenn es hochkommt, von mir aus jetzt 15. Der war in 85 Spielen Ersatzspieler, hat ein paar Minuten bekommen, manchmal nur 5 Minuten etc. Und der hat 37 Torbeteiligungen in seinen ersten 100 Spielen. Das ist verrückt. Über was reden wir hier? Ja, und auch wenn ein Arda Güler jetzt vielleicht gerade nicht seine beste Phase durchlebt, lügen Zahlen nicht, lügen Daten nicht.
Und ich sage immer wieder, ich werde sehr oft gefragt per Instagram etc., ich sage immer wieder, lass diesem Jungen Zeit. Ich erinnere mich an Kampagnen, da wurde Luka Modric als der schlechteste Transfer dargestellt. Es gab Kampagnen im spanischen Fernsehen, dass ein Toni Kroos verkauft werden müsste vor seiner letzten Vertragsverlängerung. Es gab Kampagnen, dass Benzema gehen musste, weil Higuaín besser war. Ich erinnere mich da alles dran. Ja, und jetzt gibt es Kampagnen gegen Arda Güler. Naja, die Kampagnen nicht so sehr aus der spanischen Presse. Aber warum? Weil der Junge performt. Der Junge geht ganz in Ruhe seinen Weg. Der wird in Madrid behandelt wie ein König. Und für mich ist das die schönste Nachricht der Welt. Ja, ich hoffe, für euch war das auch eine schöne Nachricht. Ich hoffe, für euch allgemein war das ein schönes Video. Wenn ja, dann lasst bitte ein Like auf diesem Video. Teilt dieses Video. Hypen, hypen, hypen. Wer noch kein Follow da gelassen hat, beeil dich. Jetzt ist es knapp. Wir sind knapp vor den 25.000. Du tust mir einen riesen Gefallen. Und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. A la Madrid!